Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute ist die neue Adidas Numbers Up Promo gestartet und wir haben nun einige interessante Karten in den Packs, aber auch eine neue Spieler-SBC mit Marco Asensio. Wir schauen uns den Spieler von Real Madrid mal im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 40.000 Coins. Natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Also, was ist dieses Numbers Up? Ja, wie es der Name schon verrät, geht eine Zahl nach oben und das ist dann immer ein Stats-Bereich. Also zum Beispiel hier bei Asensio ist es der Dribbling-Wert, der dann am Ende irgendwann, ich glaube, wir schauen uns gleich das mal an, auf 99 gehen sollte. Und das steht hier vorne, könnt ihr euch das mal anschauen. Je nachdem, ja, welcher Spieler im Real Life welchen Schuh trägt, bekommt er entweder plus Dribbling. Anscheinend trägt Asensio den Predator-Schuh und den Adidas X, da gibt es mehr Tempo, und Adidas Copa, da gibt es mehr Passen, und Hummels trägt leider zum Beispiel den Copa-Schuh, und von daher gibt es da leider nur Passen, und EA hat sich gedacht, ja gut, das ist eine Karte mit 60 Pace, die will bestimmt irgendjemand spielen. Ja, Pustekuchen, das ist einfach direkt schon SBC-Futter. Leider, ich hätte gerne Hummels gesehen mit mindestens 80 Pace. Ich hätte es wirklich gefeiert. Und wir haben einige Karten dabei, die etwas fragwürdig sind zum Start eines Events. Ist meiner Meinung nach, sollte jede Karte irgendwo eine Daseinsberechtigung haben und nicht direkt SBC-Futter sein. Natürlich auch, wenn das eine Daseinsberechtigung ist, aber nichtsdestotrotz möchte man, ja, wenn man so eine Karte zieht, vielleicht auch ganz gerne spielen. Ich hätte den Hummels sehr gerne gespielt. Okay, das soll aber nicht Thema sein. Wir schauen uns jetzt die Karte von Asensio an. Kurz noch zu den Ablauf, wann diese Karten ihr Upgrade erhalten, wenn das denn jetzt hier nochmal laden sollte. Okay, jetzt haben wir es hier. Und das erste Upgrade, das ist erst Ende Dezember, und das zweite Upgrade Ende Dezember, und das dritte Upgrade ist Ende April 2022. Und ja, dann erreicht er den vollständigen 99er Boost auf den jeweiligen Stats. Und hier haben wir rechts auch Asensio mit den 86 Dribbling. Der geht dann im Dezember nochmal hoch, ich glaube dann aber plus 5. Und dann die restlichen bekommt er dann auch nochmal. Dann Ende April erst. Das ist schade, dass es so lange dauert, aber da müssen wir durch, und ich glaube auch noch andere Werte werden dann noch jeweils plus 1 gepusht, und dann sollte auch die Gesamtbewertung vom Asensio hochgehen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal die Karte an. Ist auch lustig, dass zum Beispiel hier 91 Dribbling angegeben wird und hier in diesem Neuigkeiten-Screen der Asensio mit 91 Dribbling angegeben wird, mit 86, und in der SBC aber mit 91. Okay. Also ist das sein Grund? Ne, 83 hat er sonst. Ja, gut. Gut, dann ist das halt so. Wir schauen uns mal die Karte an. Ist ja jetzt besser als auf dem Screenshot hier in den Neuigkeiten. Wir haben eine Karte, die von 83 auf 85 geht, mit den Arbeitsraten hoch-mittel, sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Er hat nochmal plus 8 Dribbling bekommen zu seiner normalen Goldkarte, plus 4 Passen, plus 4 Pace, plus 2 mehr Schießen, 1 mehr Passen, und das andere ist ja nebensächlich. Ansonsten ist es eine Karte, die auf jeden Fall für mich schon mal sehr, sehr ansprechend ist. Aufgrund der Liga, der Nation, ich spiele ja in der Liga-Team, deswegen, das müsst ihr auch immer dann für euch wissen. Sonst sieht die Karte gar nicht so verkehrt aus für 40.000 Coins. Ja, diese Karte bekommt nochmal Boost, und im Endeffekt hat er dann Ende April, ja, bis dahin haben wir dann auch schon fast das Tots. Dann hier 99 Dribbling, und wer weiß, dann noch ein bisschen mehr, 87 vielleicht bewertet, je nachdem, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ansonsten, ja, es ist eine Karte, die kann man auf jeden Fall spielen. Ein großes, ja, für den Preis sollte man aber auch nicht so viel erwarten. Okay, wir schauen uns die erste SBC an, und ich gucke nochmal gerade, ob wir kleinere Packs bekommen. Ja, bekommen wir, aber nicht der Rede wert. Die nimmt man dann gerne mit.
Und dann hoffe ich, dass ihr etwas Gutes ziehen werdet. Okay, die Bedingungen in der ersten SBC-Taktikkopie sind folgende. Real Madrid mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 82, Team Chemie 80 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt snipen. Ihr habt dafür ganze 7 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen. Okay, ihr könnt dieses Team 1:1 oder beide Teams könnt ihr 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. Und achtet bitte bei dieser Team of the Week Karte, dass es die 84er ist, nicht die 81er nehmen. Da hat er nämlich seine Second Inform Karte. Okay, das soll es mit der ersten SBC gewesen sein. Kostenpunkt hierfür ca. 18.000 Coins. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich mit der SBC La Liga. Und wie es der Name verrät, brauchen wir dann natürlich einen Spieler aus der La Liga. Teamgesamtbewertung 84, Team Chemie 75 und hier ebenfalls 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir die zweite SBC auch gelöst und damit habt ihr Asensio erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt für die zweite SBC ca. 24.500 Coins. Das soll's gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu der neuen Adidas Promo in die Kommentare. Ich finde es tatsächlich, ja, mit den Spielern in Packs und Hummels, das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig. Ein Asensio, der hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Die Karte sieht auf jeden Fall sehr gut aus, sehr spielbar aus, je nachdem wie die Upgrades, also man weiß ja schon, welche Upgrades er bekommt, sollte dann immer +1 sein. Das ist aber der Zeitraum, ich meine, alle 2 Wochen irgendwie, das wäre doch auch in Ordnung gewesen. Da hätte sich EA auf jeden Fall keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Okay, wenn ich euch helfen konnte, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir helft mit einem Like, einem Kommentar und falls ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.